Ich habe mir überlegt, meine eigenen Strukturroller herzustellen. Wie du siehst, hat dieser hier 40 mal 1,8 mm. Ist auch wichtig zu wissen, dass jeder Strukturroller irgendwie eine andere Beschaffenheit hat und sich die Bearbeitung dementsprechend verschieden auswirkt. Hier habe ich schon mal angefangen. Ich wollte so einen Steinboden kreieren. Und wie das genau geht, zeige ich euch jetzt. Dafür habe ich einen einfachen Lötkolben für Holz benutzt. Den gibt es auf Amazon zum Beispiel. Der hat verschiedene Aufsätze. Hier habe ich so eine Art Aufsatz benutzt, der so ein bisschen ist wie ein Schraubenzieher, einen flachen Schraubenzieher. Wie man sieht, verdrängt man hier einen Teil des Materials, was man dann im Endeffekt dann wegnehmen muss. Am Anfang bin ich noch ein bisschen verzweifelt, aber mit ein bisschen Übung geht das alles. Und ja, mittendrin ist mir dann halt auch aufgefallen, dass das ein ziemliches Mammutprojekt war, weil durch die vielen Details es einfach ultra lang gedauert hat, bis man da vorangekommen ist. Naja, dann habe ich später dann eine Lösung für mich gefunden. Die seht ihr noch. Und ich finde, von der Größe her ist es ja eigentlich für Fimo, wir arbeiten ja klein, braucht man das ja gar nicht so groß. Von daher, ja. Und wenn ihr den Lötkolben einstellen könnt auf eine Gradzahl, und manche können das ja nicht, aber bei dem konnte ich das jetzt, dann passt das an das Material an. Das eine ging mit einer hohen Gradzahl sehr, sehr gut und das andere verbrannte zu schnell bei der hohen Gradzahl. Also da würde ich dann eher ein bisschen runterdrehen. Ja, das war eine richtige Erleichterung. Ich hatte dann nicht mehr so viel Arbeit. Und es funktioniert so viel besser als mit so einer Riesenrolle für eher filigranes Material. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man dabei eine Giftmaske trägt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr seht es da entstehen giftige Dämpfe, die man nicht einatmen sollte. Meine erste Idee war, das Ganze aus Holz zu machen. Das wäre sicherlich gegangen, aber ich hatte da beim ersten Versuch nicht so viel Glück. Man muss beim Holz einfach aufpassen, dass man nicht irgendwie zusätzliche Kratzer reinmacht, weil diese Kratzer sieht man nachher auf dem Fimo wieder. Und das ist nicht sehr schön. So, hier sieht man nur das Resultat. Die Ränder waren mir noch ein bisschen zu unsauber. Ich wollte diese Vertiefungen nicht, die dann im Endeffekt entstehen würden. Deswegen habe ich jetzt hier die Rolle noch ein bisschen mit Schleifpapier bearbeitet. Und das hat auch ganz gut funktioniert. So, hier habe ich ein Rohr ausprobiert, das noch ein bisschen dünner ist. Und dieses Material ist komplett anders. Also man sieht hier auch, dass es gleich schwarz wird. Das heißt, du musst die Temperatur ganz runterdrehen, und so weit wie möglich runterdrehen und ja, schnell arbeiten. Versucht habe ich hier eine Art Schlangenhaut oder Leder, weil ich habe so viele Videos mit Leder gesehen. Ich finde das total toll, wie das nachher aussieht. Und da habe ich ein bisschen was ausprobiert. Dazu kommt aber in meinem nächsten Video noch etwas, was ich noch ein bisschen, das seht ihr dann. Ach ja, diese Rollen, für den, der es nicht weiß, die habe ich einfach vom Baumarkt gekauft. Die sind auch überhaupt nicht teuer. Insgesamt habe ich eine Lösung gesucht, die einfach auch eigenständig machbar ist und die halt billig ist. Einfach, weil ich sowas gerne mache. Ich probiere mich da gern aus. Und wenn ich irgendwas selber machen kann, dann muss ich das tun. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ich meine, ich könnte diese Rolle natürlich irgendwo kaufen. Ganz so teuer, glaube ich, sind die auch nicht. Aber ja, es inspiriert mich einfach. Außerdem ist es einzigartig. Das hat dann niemand.
Hier habe ich mich für eine Holzstruktur entschieden. Ich denke, die wird später auch noch nützlich sein für mich. Und dafür zeichne ich zuerst mal mit Bleistift vor, um grob zu wissen, wie das Resultat später aussehen wird. Wie man sieht, habe ich hier ein Skalpell benutzt für die Holzstruktur. Man kann nahezu jedes Skalpell einspannen, aber ich finde, das hier passt am besten, um damit zu arbeiten. Und ich habe hier auch einzelne Striche gezogen, also nicht auf einmal durchgezogen. Denn wenn man sich eine Holzstruktur anschaut, besteht die aus mehreren Linien und nicht nur aus einer einzigsten Linie. Ihr seht auch, dass ich die Linie nicht gerade gezogen habe, sondern ich habe das Skalpell immer ein bisschen nach links und nach rechts, also hin und her bewegt. Einfach damit eine stärkere Struktur entsteht. So, kommen wir zum schwierigsten Projekt, was ich hatte oder mir überlegt habe. Das sind die Drachenschuppen, die ich anfangs in meinem Intro gezeigt habe. Dafür habe ich hier so einen speziellen Aufsatz, der auch bei diesem einen Set dabei war, benutzt. Zuerst dachte ich, ich krieg's nicht hin, denn ich habe das im ersten Anlauf einfach nicht geschafft. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass man in eine bestimmte Richtung gehen muss. Und wenn man das nicht tut, funktioniert das Ganze nicht. Sprich, wir müssen hier von unten nach oben die Drachenschuppen formen. Und das geht mit diesem Tool richtig super, wie man sieht. Am Anfang würde ich das Ganze so grob anfangen. Ganz zum Schluss, wenn wir mit der Rolle fertig sind, kann man nochmal fein nacharbeiten. Ganz tricky wird es dann bei der letzten Reihe, denn da muss alles zusammenstimmen. Und das finde ich, das war auch das Schwierigste an der Rolle, nachdem ich diesen einen Fehler überwunden hatte.
So, und jetzt befinden wir uns schon im schwierigsten Part, dem Schluss. Und das war für mich auch keine leichte Aufgabe, um ehrlich zu sein. Und wie man sieht, habe ich das schon ausprobiert, denn hier oben hängt schon ein bisschen Fimo. Man sieht das an der Farbe. Es funktioniert auf jeden Fall. Ich war richtig happy und naja, hier am Schluss habe ich noch etwas geschwitzt, aber es hat funktioniert. Es macht auf jeden Fall Sinn, eine Proberolle zu haben, auf der man die verschiedenen Muster ausprobieren kann, damit man nicht so viel Material verschwendet, aber ich glaube, das ist auch jedem bewusst. So, kommen wir zu meinem Lieblingspart, alles auszuprobieren. Fangen wir mit dem Steinboden an. Und ich finde, das sieht schon ganz ordentlich aus. Man hätte jetzt noch mehr schleifen können, dann würde man die Rillen nicht so sehen, aber mir hat das halt so gefallen. Ich denke, das entscheidet auch jeder für sich. So, Holz. Man kann natürlich verschiedene Varianten von Holzmustern erstellen. Ich habe jetzt hier eine ganz feine gewählt, die ich finde auch gut zu Fimo passt, für kleinere Sachen. Und wie wir sehen, funktioniert das auch schon ganz gut, nur die Kamera wollte es nicht so hergeben, wie es eigentlich wirklich aussieht. So sieht die fertige Schlangenhaut oder das feine Leder aus. Ich habe das jetzt nur zu Demonstrationszwecken auf so einer kleinen Plexiglasplatte gerollt. Ich würde es aber nicht empfehlen. Wie man sieht, sind hier ziemliche Abdrücke von der Rolle drin, was nicht passieren würde, wenn das Fimo ganz flach aufliegt. Dann habe ich das hier einmal vertikal und einmal horizontal gerollt. Ja, damit kann man einfach eine andere Struktur noch erschaffen. Je nachdem kann man die dann verschieden einsetzen. Und ich finde, wenn man das zweimal rollt, sieht das noch irgendwie realer aus. Und ich muss sagen, das Endergebnis gefällt mir schon ganz gut. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten Leder. Mal sehen, ob das in meinem nächsten Video klappt. Über ein Abo oder ein Like würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Du kannst mir damit helfen, dass mein Kanal weiter wächst und dass ich weiter Videos machen kann. Auch diesen Pinsel würde ich nicht nochmal dafür benutzen. Ja, Learning by Doing, man findet es halt nur im Tun heraus. Ich werde einen viel weicheren Pinsel benutzen, wie ich es später in meinem Video noch tun werde. Aber, naja, ich mache die Fehler, damit ihr sie nicht mehr machen müsst.
Ich habe das Polymer Clay mit etwas Wasser benetzt, damit die Masse nicht am Strukturroller kleben bleibt. Man kann das aber auch mit Maisstärke machen, wobei ich denke, dass Maisstärke sogar besser ist, denn durch das Wasser wird das Fimo etwas weicher. Wenn man jetzt einen Fehler macht und öfter Wasser benutzt, wäre das ja wahrscheinlich nicht sehr vorteilhaft. Von daher, wobei ich selber lieber Wasser benutze, denn andersrum wird durch die Maisstärke das Fimo dann wieder zu hart. Das verändert auch wieder die Fimo-Struktur. Ja, das muss man für sich selbst rausfinden. Ja, und hier habe ich es sogar geschafft, den richtigen Pinsel zu benutzen. Wer hätte das gedacht?